Salü, hier ist das Ludes Tarot. Ich habe direkt den Schall abgedämpft. Ich mache das nochmal. Ich mache das nochmal. Ich weiß nicht, ob ich das richtig mache. Vielleicht macht man das auch so wie bei, wenn man Pferden Möhrchen gibt, in flache Hand. Ich schlage nicht auf die Klangschale, aber jetzt tue ich's. Wünsch dir was. Herzlich willkommen beim Ludis Tarot. Wir legen ein paar Tarotkarten aus. Guck immer mit ein bisschen Abstand, das sage ich manchmal dazu. Manchmal sage ich es nicht dazu, weil ich davon ausgehe, dass ihr das sowieso schon wisst inzwischen, wenn ihr hier auf diesem Kanal eine Weile zuschaut. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Und dann gucken wir mal, was hier für eine Botschaft aus dem kollektiven Unbewussten für uns herausspringen möchte. Die Karten zögern noch ein bisschen. Da. Ja, das passt natürlich. Die Hohepriesterin. Die Hohepriesterin spricht nicht in der Regel. Also es ist eine nach innen fokussierte Instanz. Eine Figur, die uns darauf hinweist, dass eine Antwort innen zu finden ist oder etwas herauszufinden ist, etwas dazu auszumachen ist. Es könnte sein, dass es hier für dich interessant wird, dir ein bisschen Zeit zu nehmen für irgendeine Form von Meditation. Das muss natürlich nicht irgendwie hier im Lotussitz sein und mit einer bestimmten Haltung. Das können natürlich auch Spaziergänge sein oder eine bestimmte Form von Musik hören oder irgendetwas. Vielleicht auch, dass du dich einfach hinlegst zum Beispiel und dich so sehr entspannst, wie du kannst und einfach nach innen lauschst. Muss man natürlich nicht zwingend Meditation nennen, aber es geht um diese Haltung von Rezeptivität, hineinhören. Etwas hören, was vielleicht sich auf eine ganz andere Art und Weise äußert, als das, was ich jetzt hier zum Beispiel mache oder was du hörst, wenn du deinen Computer anmachst und zum Beispiel auf so ein Video klickst. Es geht um eine andere Art Antwort. Und ich habe bei der Hohepriesterin manchmal ein bisschen das Gefühl, dass sie ein bisschen streng guckt. Heute habe ich aber eher das Gefühl, dass sie so ein bisschen genervt guckt. Also, dass sie sagt so, oh, du hast das doch inzwischen gelernt oder sowas wie... vielleicht sieht sie auch was. Also vielleicht siehst du auch etwas sich wiederholen in der Welt, in deinem Umfeld, mit bestimmten Menschen, bei dir selbst. Das ist ja auch, du bist auch ein Teil der Außenwelt, das kann man nicht, also sollte man vielleicht nicht leugnen. Oder wäre interessant zu befragen, wo da so die Grenzen verlaufen und ob die überhaupt so viel immer Sinn ergeben, aber egal. Also egal ist es nicht, aber jetzt gehe ich da nicht so tief rein. Ich habe fast ein bisschen das Gefühl, dass diese was sagt wie, das haben wir doch schon oft jetzt durchgekaut. Und dass sie ja sich etwas wiederholen sieht, etwas beobachtet, dass du vielleicht etwas beobachtest, das du längst durchschaut hast. Und das ist, wie es spielt sich um dich herum wieder ab und du bist so, Also, hier könnte es um die Klarheit gehen, nicht vielleicht bestimmten konditionierten Impulsen zu folgen, also nicht reflexhaft zu sein, nicht auf etwas anzuspringen. Wir hatten das mit dem Konflikt schon letztens. Es geht um die Frage der Stabilität und auch natürlich des gemeinsamen Zelebrierens. Also die 4 der Stäbe ist auch eine Feier. Man feiert gewissermaßen auch die Stabilität von Gemeinsamsein, von einer Beziehung vielleicht, von einem Miteinander. Und es könnte sein, dass die Hohepriesterin uns hier so ein bisschen darauf hinweist, genießt das, also tut es genießen, aber
Erinnere dich daran, während du es genießt, mit anderen irgendwas zu feiern oder dich über etwas zu freuen, was eben mit dem Miteinander zu tun hat, mit einer bestimmten Beziehung, vielleicht auch eine Einladung. Du kannst dich über alles freuen, aber vergiss nicht, dass du ähm, immer auch in der Lage bist, dir selber Wünsche zu erfüllen, dir selber zu helfen. Also, dass du das gewissermaßen einwebst, dass du das dabei hast, dass du genau dann, wenn es besonders schön wird, nicht anfängst zum Beispiel an der Situation zu kleben oder an der Situation zu klammern. Das ist manchmal eine ziemlich große Herausforderung, weil da, wenn alles richtig gut läuft oder wenn sich das Herz öffnet von uns, wenn wir das Gefühl haben, dass eine Situation sicher und stabil ist, dann kann es sein, dass da eben auch Tendenzen von uns rauskommen, dass wir diese Situation, diese Stimmung, diese Energie, diese Szene, von dem wir glauben, dass es das ist, was uns so gut fühlen lässt, dass wir das konservieren wollen. Und hier ist es so ein bisschen, also hier ist bei allem Schönen so ein leichter Hinweis, nicht eine Mahnung, aber ein Hinweis dabei von, was passiert denn, wenn du das, was du herausgefunden hast, möglicherweise bei inneren Reisen und das, was du gelernt hast, vielleicht auch immer alleine sein können, wenn du das mit hineinholst und das im Miteinander auch Platz haben kann, dass das nicht vergessen wird komplett. Das könnte eine schöne neue Erfahrung bringen, die auch ja, möglicherweise noch andere Wünsche von dir und andere Bedürfnisse von dir stillt, emotionaler Art. Jetzt haben wir die Kelche, wir haben die Stäbe, also es geht natürlich um Dinge, die verwirklicht werden, Handlungen, auch vielleicht aufeinander zugehen, solche Sachen, Kommunikation, dass du dich nicht verlierst darin, dass du dich nicht vergisst. Und das kann eben neue Erfahrungen generieren, weil da so eine Art, ja, ich nenne es immer gerne Schleifpunkt entsteht an den Kontrasten. Das ist ein bisschen paradox, aber es kann viel bringen. Damit, gerade wenn es gut läuft, auch sich zu trauen, ein bisschen, ja, sich zu beobachten, zu experimentieren. Jetzt nicht im Sinne von Experimente machen, aber für sich so dieses, was passiert, wenn ich, sobald eine Situation schön ist, nicht komplett mich in der Außenwelt verliere, sondern mit einem Teil meiner Aufmerksamkeit in der Mitte bleibe, im Lot bleibe. Das muss nicht heißen, dass man sich von der Außenwelt trennt oder dass man sich eben in dieses Meditative zurückzieht oder ins Schweigen. Aber du hast natürlich auch in jeder gemeinsamen Situation, sie haben das Recht zu schweigen. Also du hast auch die Möglichkeit, einen Teil von dir zum Beispiel schweigen und beobachten zu lassen. Dagegen spricht nichts. Du musst nicht immer dein Ganzes geben. Du kannst, wenn du das möchtest. Aber es muss freiwillig sein. Das ist der Punkt. Ja, und hin und wieder kommt es vor, dass Leute etwas aus einem herausholen wollen auch. Manchmal gar nicht so böse gemeint oder unabsichtlich, aber das halt in so einer Euphorie auch. Ähm, Man über seine eigenen Grenzen geht, aus Versehen. Und das könnte dann hinterher natürlich wieder für irgendwelche komischen Stimmungen sorgen, die man manchmal gar nicht mehr richtig zuordnen kann. Und oft hat es dann damit auch zu tun, dass man die eigenen Grenzen aus dem Blick verloren hat. Also das Spiel mit den Grenzen, also der Spielraum, der um unsere Grenzen herum da ist oder manchmal auch um unerkannte Grenzen erst zum Spielraum wird, ist ein total interessantes Feld, weil der häufig mit Unklarheiten zu tun hat. Wir sind da alle ein bisschen unbeholfen an manchen Stellen und wissen eben nicht genau, haben viele Sachen nicht bewusst, wissen nicht genau, was da eigentlich alles so passiert. Und da kochen dann manchmal Konflikte hoch oder entstehen oder wir inszenieren sie, weil wir keinen Kontakt zu den Grenzen früher gehabt haben, also davor gehabt haben. Und das holt sich dann, man könnte sagen, unser Nervensystem irgendwie zurück oder unsere. Und manchmal ist es durch einen Konflikt. Das ist ja auch eine harte Form von Abgrenzung. Manchmal ist es Verschwinden oder manche Leute ghosten oder brechen irgendwas ab. Also es gibt 1000 Möglichkeiten, mit denen Leute Distanz plötzlich herstellen, weil sie sich überschwemmt fühlen, weil sie sich überfordert fühlen. Das ist eine mögliche Erklärung, die wir oft nicht auf dem Schirm haben. Deswegen biete ich die auch nochmal an oder steuere ich die bei. So, Rhabarber, Rhabarber, wir haben die 8 der Schwerter. Kann man das sehen? Ja. Die Mäßigkeit und der Mond.
So, jetzt müsste man es auch ein bisschen erkennen können. Die 8 der Schwerter. Das sich gefangen fühlen. Könnte es sein, dass ein Teil von dir oder du dich so als Ganzes, also in der Regel ist es nicht allumfassend, was wir so mitkriegen. Also wir kriegen nicht alles von uns mit, aber ein erheblicher Teil, mit dem du dich vielleicht gerade identifizierst oder wo du dich mit gemeint fühlst, sich ein bisschen eingesperrt und gefangen fühlt. Vielleicht ist es auch eine Person, um die es dir geht oder die gerade in deinem Feld nah ist. Die Mäßigkeit. Ich habe das Gefühl, dass die Mäßigkeit hier so eine Art Vermittlungsfunktion hat. Also dass die Mäßigkeit vermittelt zwischen dem Mond und der 8 der Schwerter. Weiß ich das denn? Also beim Mond geht es natürlich darum auch, dass etwas nicht bewusst ist. Das ist aber bei der 8 der Schwerter auch so. Deswegen Vermittlung zwischen zwei Dingen, die gar nicht so einen großen Kontrast haben. Das wundert mich gerade ein bisschen. Aber okay, vielleicht. Oh, das geht jetzt ziemlich tief. Also wenn dich das nicht so interessiert, dann ist der Verlauf jetzt, also das nächste ist dann jetzt vielleicht für dich nicht so ein bisschen lame, so. So, die Mäßigkeit gucken wir uns gleich an. Die 8 der Schwerter ist eine Situation, die dich zwingt, etwas nach innen hin zu verstehen. Denn außen scheint es wie ein Gefängnis, wie ein Kerker zu sein. Es scheint so zu sein, als wärst du eine der Gitterstäbe sogar, wobei du das nicht sehen kannst. Das heißt, du konstituierst hier unbewusst, ne, auf diesem Bild, dein Gefängnis. Du baust dein Gefängnis selbst mit deiner Vorstellung. Es ist wie eine Limitierung, eine Begrenzung. Aber es ist dir nicht bewusst und deswegen siehst du es im Außen. Du siehst es in Leuten, die dir irgendwas sagen könnten. Du siehst es in möglichen Vorwürfen. Du siehst es in Vorurteilen, die du gegenüber anderen hast, in Ressentiments, in Vorbehalten, in Ängsten, in Sachen, die passieren könnten. Also das, was du alles vor dir aufstellst, um bloß nicht in eine andere Richtung gehen zu müssen, um bloß nicht dieses Gebiet hier zu verlassen, das auch so ein bisschen eine Öde ist. Also es ist schon irgendwie auch ein relativ sicherer Ort, aber es ist dort öde. Hier könnte es auch darum gehen, um die Frage so wie weit lässt du dich auf das Leben ein oder auf Menschen ein oder auf irgendwelche Sachen, die du machen willst, Wünsche. Wünsche hatten wir eben schon mit den 9 der Kelchen. So, also das ist schon auch eine Art Eingangstor oder Eingangsmöglichkeit in so eine Art Meditation oder in eine innere Befragung, in einen inneren Prozess. Das ist nämlich das, was hier eigentlich in der 8 der Schwerter notwendig wird. Es gibt keine andere Möglichkeit, hier sich daraus zu befreien, als zu erkennen, dass es hergestellt ist, dass es eine Illusion ist, eingesperrt zu sein, aus Gedanken. Und da ist natürlich Meditation interessant, wenn das für dich geeignet ist, das ist ja auch nicht für jeden gut, aber wenn du die Möglichkeit hast, deine Gedanken irgendwie ein bisschen zu lockern, irgendwie dieses Gerüst, was sich immer die ganze Zeit grübeln lässt, was dich einsperrt eben. Sobald du das merkst, wenn du irgendeine Möglichkeit findest, wie gesagt, ob das Musik hören ist oder Tanzen hilft eigentlich in der Regel ganz gut, wenn man das auch für sich selber macht und wenn es einfach egal ist, ob man sich dabei albern vorkommt oder ob man sich lächerlich macht, das irgendwie zu bewegen, irgendwie diese Gedanken zu bewegen, sodass du merkst, dass da auch noch etwas anderes ist. Dass deine Welt nicht nur aus deinen Gedanken über diese Welt besteht. Das ist hier das Interessante bei der 8 der Schwerter. Das kann man hier lernen oder darauf weist sie hin. Dass uns das öfter passiert, als wir glauben. Es ist auch ein Schein von Sicherheit. Also diese öde Landschaft, die ist ein bisschen ungefährlicher als jetzt andere Landschaften im Tarot, zum Beispiel beim Mond, das natürlich auch eine innere Landschaft ist. Um die geht es ja im Grunde eher. Also um die geht es hier in der Regel. Aber hier geht das ja viel wilder zu. Hier ist auch noch ein Wolf oder sind Wölfe auf dieser Karte abgebildet. Man sagt immer ein Wolf, ein Hund, aber es gibt unterschiedliche Interpretationen. Und hier geht es auch ums Ganze, also hier geht es um diesen Seelenweg, der durch diese Türme führt und auf diese Sonne hin. Also
man kommt hier selber aus dem Wasser als dieser Krebs vielleicht. Und man hat auch irgendwelche, ja, wie so innere Figuren in sich, die auch mit dem Krebs, die können auch ein bisschen gruselig sein. Oder ne? Das ist hier schon auch beim Mond ein bisschen wilder. Hier geht es um andere Kräfte. Und trotzdem ist es beim Mond aber etwas, was ich jetzt sehe im Kontrast zur Acht der Schwerter. Und das ist ein bisschen mehr dieser beherzte Aufbruch, weil hier ist ein Weg angezeigt. Hier ist kein Weg angezeigt. Hier geht es einfach erstmal sozusagen nach unten oder erstmal erkennen, in welcher Lage man sich befindet, vielleicht auch also äußerlich irgendwo hingestellt ist oder wie man sich vorstellt, irgendwo hingestellt ist und dann so, ich kann hier nicht weiter, ich bin hier fest, ich sitze hier fest, ich sitze in mir fest, ich bin gefesselt. Du bist mit der Acht der Schwerter natürlich auf eine Weise gefesselt, bei der du dir die Geschichte vor allem erzählst. Und es ist nicht wirklich so. Und das ist das Quälende. Das Quälende ist, ich komme nicht aus meiner Haut. Und jetzt ist die Frage interessant, wie. Ne? Also das geht jetzt sehr tief, wie gesagt, wenn du da grundlegendere Probleme bei dir siehst, irgendwelche Sachen, die wirklich dauern oder die schwerwiegend sind. Ist das hier nicht die richtige Stelle, sondern dann such Begleitung. Das kann ich nicht anbieten. Ich mache keine Therapien, ganz bewusst nicht. Also setz dich mit diesen Inhalten nur auseinander in Selbstverantwortung und wenn du dafür die Kraft hast und wenn dich das nicht in problematische Zustände bringt. So, dann mach lieber das Video aus. Das ist auf jeden Fall schon mal klar. Und das ist aber jetzt auch ganz interessant, weil hier wäre dann der beherzte Ausbruch. Der beherzte Ausbruch, okay, auch interessant, könnte für irgendjemanden eine Rolle spielen. Die Reise ins Innern, die Mischung zwischen Reise ins Innere. Die Reise ins Innere als Mischung zwischen einem beherzten Aufbruch oder Ausbruch und diesem Forscherdrang und all das. Und auch zu erkunden, wie dieses Gefühl des Gefesseltseins bei der Acht der Schwerter und an Ort und Stelle gesetzt zu Seins eigentlich auf diesen Weg natürlich führt, es ist das Eingangstor, aber es ist wie, du bist eingefroren und in dem Moment öffnet sich etwas möglicherweise, das dir unbewusste Inhalte zeigt. Und deswegen ist es, okay, das sagt uns hier die Hohepriesterin jetzt, mit der Mäßigkeit natürlich. Die Kunst, sich nach innen hin zu erkunden oder zu erforschen und Inhalte sichtbar zu machen, greifbar zu machen, zu verarbeiten, ist auch nicht ständig mit dem Bohrhammer vorzugehen. Also nicht ständig irgendwie nur, wenn es vielleicht auch gerade nicht nötig ist, zu glauben, man kann das irgendwie in einer bestimmten Geschwindigkeit abarbeiten und je schneller ich das mache, desto besser ist das. Sondern das sind oft sehr filigrane, also manchmal sind das sehr filigrane Landschaften, die, wenn du sie erkennbar machen willst und darunter dich nicht verschüttet werden willst, das ist alles metaphorisch, also es geht um innere Prozesse, da musst du auch manchmal ein bisschen vorsichtig sein. Das ist wie, also nicht alles muss aufgebrochen werden. Manches lässt sich zum Beispiel mit Gefühlen ein bisschen auflockern. Also mit dem Wasser. Und du musst auch nicht durch alles durchgehen. Also du musst nicht immer durch, sondern manchmal ist es auch interessant, einfach irgendwo hineinzuleuchten und zu sehen, okay, da wartet das, dafür bin ich jetzt noch gar nicht bereit, okay. Dann gehst du wieder raus und widmest dich etwas anderem oder schaust dir was anderes an oder gehst einfach raus und in den Alltag, in die Stabilität. Okay, jetzt haben wir es. Es geht um die Balance zwischen Selbststabilisierung und Forscherdrang nach innen und natürlich nach außen. Aber wir haben ja schon angesprochen, dass das vielleicht manchmal auch gar nicht so getrennt ist. Jedenfalls, hier geht es um Balance. Halte Balance bei der Schattenarbeit. Spannend. Also ich finde das spannend. Für viele ist das jetzt vielleicht auch nicht so interessant, weil es sich weniger vielleicht rückbinden lässt an irgendwelche konkreten äußeren Situationen. Aber das Tarot kann halt auch manchmal sehr tief gehen. Und ich habe doch, weil
diese Brille rausgeholt eben schon, als hätte ich es gewusst, ähm, dass es manchmal helfen kann. Also ein bisschen meine Verpeilbrille, mit der man an der Welt herrlich vorbeisehen kann. Man könnte auch sagen, die Kristallbrille. Brille. Denn es ist manchmal so, dass wenn die Welt so ein bisschen uninteressant wird oder nicht so ganz klar wird oder nicht so ganz sichtbar wird, dass wir uns beginnen erst wieder zu interessieren für diesen anderen Akzent in uns oder für, wie kann man das denn nennen? Wie kann man das beschreiben? Naja, also die konkreteste Weise, in der sich in der Regel unser Unbewusstes zeigt und seinen Bilderreichtum zeigt und seine Wildheit zeigt, ist natürlich der Traum. Und für den Traum schließen wir in der Regel die Augen. Die Welt um uns herum wird uninteressanter, das Äußere, das Materielle. Und wir gehen in einen Zustand, in dem wir nach innen sehen, also unser inneres Auge angeht. Als Bild einfach. Was das innere Auge alles sein kann oder welche Sinne das noch alles betreffen kann, ist natürlich nochmal eine andere interessante Frage. Aber das Spannende ist hier, mitzubekommen, wenn die Welt um dich herum nicht ruft, gerade nicht ruft, vielleicht sich sogar ein bisschen wie zurückzuziehen scheint, uninteressant wird, dich nicht stimuliert oder wenn dir langweilig wird, wenn dir mit der Welt langweilig wird, also wenn du das Gefühl hast, boah, nichts reizt mich gerade irgendwie, nichts zieht mich an. Das sind sehr spannende Momente, in denen man, wenn man dann die Blickrichtung nach innen wendet, was nicht heißt, dass man in Trance gehen muss, aber das können die Augenblicke sein, in denen sich innen etwas bereitwillig öffnet, damit du es besichtigen kannst, erkunden kannst, damit etwas für dich ans Licht kommt, etwas, das ans Licht kommen möchte. In der Langeweile gibt es auch eine spezifische Form der Entspannung, nämlich auch der Entspannung des Anspruchs, sobald man sie akzeptiert. Und sich nach außen hin ein bisschen zu verpeilen, indem man sich zum Beispiel also du musst nicht so eine Brille aufsetzen, aber die Augen zu schließen kann helfen. Sie nicht dem Impuls nach, also nicht etwas im Außen zu erpeilen. Es kann auch, was auch funktionieren kann, also mach immer alles in Selbstverantwortung und folge deinem Impuls und deinen Gefühlen zu irgendwelchen Möglichkeiten, die ich hier nenne. Was auch helfen kann, ist, wenn man nicht die Augen schließen möchte, weil das das kann auch Ängste auslösen oder Unsicherheiten. Aber wenn du irgendwo bist, wo das natürlich auch gar nicht, ich mache hier irgendwie einen Disclaimer nach dem anderen, weil es sehr aufregend sein kann, wenn man da reingeht. Aber wenn du jetzt gerade nicht Auto fährst oder irgendwas machen musst, also wenn du deine Ruhe hast, wenn du gerade dich entspannen kannst und das machen kannst, so ein ganz klein wenig zu schielen, dass die Welt um dich ein bisschen verschwimmt. Die Arbeit mit dem eigenen Blick, mit den eigenen Augen, die kann sehr interessant sein, um das Bewusstsein zurückfließen zu lassen nach innen. Und manchmal ist es das Schließen der Augen, aber das Schließen der Augen kann auch bedeuten, dass du dich jetzt finde ich die Karte nicht, egal, dass du dich in deinen Gedanken verstrickst, weil irgendwas im Bewusstsein vielleicht nach den Sicherheiten eines Gerüsts sucht. Und dieses Gerüst sind in der Regel unsere Storys, unsere Geschichten, unsere Pläne. Dann denkst du darüber nach, was muss ich noch einkaufen oder was muss ich hier machen oder wie rede ich mit dem Menschen da über irgendeinen Konflikt oder was auch immer oder was hat diese komische Kartenlegerin da eigentlich gesagt? Letztens, die hat ja an der Lampe so mit ihrer komischen Brille. Alles das läuft dann in unseren Gedanken ab, weil etwas in uns fürchtet, dass wir darüber hinausgehen, dass wir weitergehen, dass wir tiefer gehen und etwas finden, was eigentlich nach uns ruft. Und da ist es interessant, weil die Langeweile einer der möglichen Zustände ist, in denen wir dieses Rufen erst hören können, in denen wir auf die Idee kommen.
Und manche Menschen machen das systematisch, aber zum Beispiel, wenn dich die Langeweile ergreift, kann das ein guter Zugang sein. Und die Möglichkeit zu haben, die Welt um dich herum ein bisschen auszublenden, nicht auszublenden, verschwimmen zu lassen, könnte ein anderes Sehen erscheinen lassen, ein anderes Sehen. Ich kann es nicht besser beschreiben gerade, aber vielleicht kennst du es ja selbst. Es geht hier um ein anderes Sehen und aus dem anderen Sehen kommt natürlich auch ein anderes Denken. Eine Möglichkeit, die noch nicht gesehen werden kann. Wenn du alles immer sofort erkennen und identifizieren willst, dann hast du keine Möglichkeit, ein anderes Denken zu gestatten, ihm Stätte zu geben, die Möglichkeit zu geben, dass es sich zeigt. Es geht um ein Denken, das du noch nicht kennen kannst. Um ein Erleben, das du vielleicht auch noch nicht kennen kannst. Es ist also, okay, jetzt komme ich ein bisschen was durch. Unterwirf das Neue nicht den alten Vorstellungen. Unterwirf das Unbekannte, das noch nicht Gedachte, die Möglichkeit, die du noch nicht konzipieren konntest, dem alten Konzept, dem alten Paradigma. Unterwirf es dem nicht, denn damit stellst du es klein und dann will es sich vielleicht auch nicht zeigen. Dann ist es nicht begreifbar. Man muss einen anderen Raum herstellen, einen anderen Wahrnehmungsraum, eine andere Art der Aufmerksamkeit und wie sie arbeitet, um etwas zu erkennen, was in den alten Schablonen eben einfach nicht auftauchen kann. Es wird automatisch verdeckt, es wird verdrängt. Und es bringt auch nichts, neue Schablonen zu bauen, die dann irgendwie, ja wie utopisch dann irgendeine bestimmte Sache hervorlocken wollen. Es geht hier um etwas, das sehr lebendig ist, das sehr existenziell ist, das zur Erscheinung kommen will. Und es kann Unbehagen auslösen. Der Umgang mit dem Unbehagen ist im Grunde das Einzige, was du in bestimmten Phasen dieses Erlebens, dieser Entwicklung und dieses Auftauchens tun musst. Einfach das Unbehagen aushalten. Es nicht verdrängen. Es ist ein wichtiger Teil des Neuen. Also der Umgang mit der Angst vor dem Unbekannten, der Umgang mit dem, ich weiß jetzt hier gar nicht genau, was das ist, damit präsent zu sein. Und das ist herausfordernd, deswegen, keine Anweisung, sondern nur ein Hinweis. Von unserer Hohepriesterin. Okay, dann mach's mal gut und ich verabschiede mich aus diesem Raum. Tschüss, Giss.